first half of the Torah to the second half of the Torah. Der die erste Hälfte der Torah mit der zweiten Hälfte der Torah verbindet. Now, look at this word in Genesis 2:4. Schaut euch dieses Bild an im 2. Mose 2,4. Let me see if you have it. Yeah, go ahead and read that. Okay. 1. Mose 2,4. Also ist Himmel und Erde geworden, da sie geschaffen sind zu der Zeit, da Elohim Yahweh Erde und Himmel machte. Now, I want you to notice something. Und ich möchte, dass ihr was seht. In Hebrew, the word generations is spelled like this. Dieses Geschlecht aus dem 2. Vers wird im Hebräischen so buchstabiert. Toledot. Toledot is how you pronounce it. Toledot. Toledot. Now, what I want you to look at is the way it is spelled. This is before Adam sinned. Die Art und Weise, wie das buchstabiert ist, das war vor der Sünde von Adam. Let me see if you have this verse. I don't see Genesis 5:1 got missed, I think. Oh, Genesis 5:1 didn't get translated on. Oh, there it is. Now read Genesis 5:1. Okay, jetzt haben wir 1. Mose 5,1. Dies ist das Buch von des Menschengeschlechts. Und da taucht dieses Wort auf. Da Elohim den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Elohim. Can I change that? Yeah. Okay. Erase that law. That law isn't there. I don't know if you can. If you can. Okay. There was a mistake when they did this. Als sie dies zusammengestellt haben, This Bob is not supposed to be there. Sollte dieses Wort da nicht stehen. Der Buchstabe, dieses Vav. Someone who did this tried to correct the incorrection that was supposed to be there. Jemand, der das gemacht hat, hat versucht, das Falsche, was vorher anscheinend da war, zu korrigieren. In Genesis 5, after the fall, the same Hebrew word is spelled without this second Bob. Im 1. Mose 5, nämlich nach dem Sündenfall, wird das Wort buchstabiert ohne diesen Buchstaben Vav. But when this word is translated to other language, they spell it without the incorrection. Und wenn sie das aber übersetzen in eine andere Sprache, dann geben sie das ohne diesen scheinbar falschen Fehler weiter. Because this Bob is really not supposed to be here in the Hebrew. Weil im Hebräischen sollte das Vav hier nicht da sein. So the Hebrew word for generations is misspelled the rest of the entire Torah. Also wird das hebräische Wort für die Generationen im Rest der Torah falsch geschrieben, ganz bewusst. And here it is in the word generations, which means generations. Und hier ist es in dem Wort Geschlechter oder Generationen. The important thing about this, Das Wichtige daran ist, let me go up here, is because the Vav represents man, because man was created on the 6th day, and the Vav is number 6. so dieses Vav steht für den Menschen oder repräsentiert den Menschen, da der Mensch am 6. Tage geschaffen wurde. Here's where I initially wrote it. Hier ist, was ursprünglich geschrieben wurde. You see the word generations is spelled with 2 Vavs. Das Wort Generationen wird buchstabiert mit 2-mal Vav. But after Adam sinned, Aber nachdem Adam gesündigt hat, in Genesis 5:1, where it says this is the book of the generations of Adam, in 1. Mose 5,1, wo es dann heißt, das ist das Buch der Generationen von Adam, the Vav is missing. ist das erste Vav nicht mehr da. So before Adam sinned, generations was spelled with 2 Vavs. Bevor Adam gesündigt hat, wurden Generationen mit 2 Vavs buchstabiert. Indicating completeness and wholeness. Und das steht für Ganzheit und Komplettsein. Because the Vav is a connection, the one for heaven and one for earth. Weil das Vav eine Verbindung ist, eine für den Himmel und eine für die Erde. The second Vav, speaking of earth, was diminished when Adam sinned. Und das zweite Vav, was da verschwindet, steht dafür, dass die Erde geringer wurde, verloren hat. So when is it spelled correctly again? Wann wird es dann wieder korrekt buchstabiert? In Ruth 4:18. In Ruth 4, Vers 18. When it talks about the seed of David, Yeshua. Wenn es darum geht, den Samen von David, eben Jeschua. He's the missing man. Er ist der fehlende Teil, der Mensch dazwischen. This is why you want to look in the Hebrew and see the missing letters. Deswegen möchte man im Hebräischen wirklich darauf achten, welche Buchstaben wann und warum fehlen. You see the menorah. Ihr seht die Menorah.
Again, here's the 7 words representing the 7 branches. Und hier sind wieder die 7 Worte, die für die 7 Zweige der Menorah stehen, die Arme. There are 22 letters in the Hebrew alphabet. Es sind 22 Buchstaben im hebräischen Alphabet. And it just so happens the Vav is the 22nd letter coming across. Und es ist einfach so, dass das Vav der 22. Buchstabe ist. And like a Vav connects 2 things, Und wie das Vav 2 Dinge verbindet, here it is used to connect the heavens and the earth. wird es hier verbunden, um Himmel und Erde zu verbinden. Now the Aleph Tav represents God. Das Aleph Tav steht für Gott The Vav represents man. und Vav steht für den Menschen. So here we see the one who is both God and man is the one who connects heaven to earth. Also sehen wir dann hier, dass der eine, der beides, göttlich und menschlich ist, die Verbindung zum Himmel ist. Wow. And Und, remember, a day with the Lord is as 1,000 years. One day with the Lord is like 1,000 years. der Spruch aus dem Psalm, ein Tag vor dem Herrn ist wie 1000 für die Menschen. Okay. It was 4,000 years from Adam to Christ. Es war 4000 Jahre von Adam bis Christus. Remember, at the Passover, the lamb was held for 4 days. Und beim Passafest wurde das Lamm 4 Tage festgehalten. From Nisan 10 to Nisan 14. Von 10. Nisan bis zum 14. Nisan. Well, here the Lamb of God was held for 4 days or 4,000 years. Und hier wurde das Lamm Gottes ein Tag zu 1000 Jahren für 4 Tage oder 4000 Jahre festgehalten. And so the 4th word is the Aleph Tav, his first coming. Und das 4. Wort dieses Aleph Tav, da heißt es der kommt. He comes again at the end of 2,000 years later. Er kommt wieder am Ende, wenn 2000 Jahre abgelaufen sind. So here we see at the end of the 6th day, the one who is both God and man, they look upon him whom they have pierced, the Vav. Und hier sehen wir dann das 6., der Mensch, der wiederkommt, der beides ist, Gott und Mensch, der durchstoßen wird. Just like a nail pierces. So wie ein Nagel durchstößt. And the Jews will look upon him whom they have pierced. Und die Juden werden den anschauen, den sie durchbohrt haben. So here you see the first coming and the second coming of the Messiah, the 4th day and the end of the 6th day. Und hier siehst du das erste Kommen und das zweite, die Wiederkunft Christi, in diesen Worten drin. In Genesis 1:1. Und das ist alles im 1. Mose 1. Now, I want to point out another letter here. Here's the Sheen again, which means to consume and destroy. Jetzt haben wir das Shin wieder, den 21. Buchstaben, das heißt zum Verzehren und zu zerstören. Okay, what is the Hebrew word for peace? Was ist das hebräische Wort für Frieden? As you know, in the last days there'll be a true peace and a false peace. Und ihr wisst, dass in den letzten Tagen wird es einen wahren Frieden und einen falschen Frieden geben. How do you know the difference between true peace and false peace? Wie kann man die Sache unterscheiden, wahren Frieden und falschen Frieden? It's in the Hebrew picture language. Es ist in der hebräischen Bildsprache. Oh, let me show you the Lamed. Do you see the Lamed? Und das Lamed, der 12. Buchstabe, It's a shepherd's staff es ist der Hirtenstab. representing control or authority. Der steht für Kontrolle oder Autorität. And I want you to notice the Mem Und das Mem, der 13. Buchstabe, was crashing waves of water, das sind zerstörerische Wassermassen oder Wasserwellen. and it means water. Und das bedeutet Wasser. So let's look at the word shalom. Und dann schauen wir uns das Wort Frieden an. Here the first letter is sharp teeth representing fangs to destroy. Hier sind es scharfe Zähne, die praktisch ein Gebiss, was zerreißen will oder zerstören will, darstellen. What does that have to do with peace? Was hat das mit Frieden zu tun? The next letter is the Lamed, Der nächste Buchstabe ist das Lamed. representing control or authority. Das steht für Kontrolle oder Autorität. So now you have destroying authority. Jetzt hast du zerstörende Autorität. The next letter is the Vav, which attaches things. Und der nächste Buchstabe ist Vav, der Nagel, der Dinge verbindet. Shin, Lamed, Vav. Shin, Lamed und Vav. The last letter is the Mem, which represents chaos. Und der letzte Buchstabe ist das Mem, das steht für Chaos. So true peace comes Wahre Friede kommt, when you destroy the authority that's attached to chaos. wenn du die Autorität zerstörst, die am Chaos dranhängt. Amen. Yeah. It's destroying those things that are bringing chaos in your life. Es zerstört die Dinge, die Chaos in dein Leben bringen. It's not being a pacifist. Das heißt, It's not being a pacifist. das ist kein Pazifist zu sein.
It's destroying the